Hier habe ich 2 Tassen vorgekochtes Maismehl und 2,5 Tassen warmes Wasser. Demnach gebe ich als erstes einen Teelöffel Salz zum Wasser dazu. Was ich sehr gerne für Arepas mache, ist das Mehl schrittweise zum Wasser dazuzugeben, während ich alles mische. Diese ist vielleicht die bekannteste Mehlmarke für Arepas in Lateinamerika, aber ihr braucht sie nicht unbedingt zu nutzen. Wichtig sind nur 2 Sachen. Das Maismehl muss vorgekocht sein und nicht nixtamalisiert sein. Wenn ihr also irgendein vorgekochtes Maismehl in eurem Supermarkt findet, nutzt es ruhig. Wenn ihr aber doch dieses Mehl nutzen wollt, muss ich kurz erwähnen, dass es 2 Versionen davon gibt. Aus weißen und aus gelben Maiskolben. Viele schwören drauf, dass das gelbe Mehl sich besser für frittierte Arepas eignet, weil das ein Tick süßlicher ist, aber meiner Meinung nach kann man beides nach Belieben nutzen. Heute zeige ich euch, wie man sie auf der Pfanne backt. Die genauen Rezeptmengen sind wie immer in der Infobox, aber wenn du davon abweichen möchtest, brauchst du für jede Tasse Mehl 1,25 Tassen Wasser. Wenn du aber stattdessen die Mengen in Gramm misst, kommen für jedes Gramm Mehl 1,9 Gramm Wasser. Wie ich schon sagte, ist es wichtig, dass das Mehl nicht nixtamalisiert ist, denn mit nixtamalisiertem Maismehl würdet ihr nämlich mexikanische Gorditas zubereiten. Wir mischen alles gut durch, bis wir einen knetenartigen, aber weichen Teig bekommen, der minimal an den Händen kleben bleibt und gleichzeitig schon etwas feucht ist. Schau mal, so ungefähr soll er aussehen. Wir lassen jetzt den Teig für 10 Minuten ruhen und nach dieser Zeit formen wir die Arepas. Das geht echt leicht. Ich feuchte mich vor jeder Arepa kurz die Hände an, damit der Teig nicht kleben bleibt und nehme ungefähr so viel Teig in der Faust, dass sich der Daumen und Mittelfinger gerade berühren können. Als nächstes forme ich einen Teigkugel zwischen den Händen und sofort, nachdem der Teig eine runde Form hat, führe ich weiter dieselbe Handbewegung aus, aber drücke zusätzlich den Teig mit einer Hand, bis einen kleinen Fladen entsteht. Hiernach wechsle ich den Maisfladen von einer Hand in die andere, während ich mit der anderen Hand dran klopfe und forme, bis die runde Form entsteht. Was die Dicke angeht, mache ich sie persönlich ungefähr 1,5 cm dick. Aber das ist der Geschmackssache. Übrigens, wenn du bei der ersten Arepa merkst, dass es sich beim Formen leicht Rissen an den Rändern bilden, musst du dem Teig einfach ein kleines bisschen mehr Wasser beimischen. Und das ist so einfach, dass es bei jedem klappen sollte, der als Kind mit Knete gespielt hat. Wenn es bei dir nicht klappen will oder keiner schaut gerade zu, sodass du nicht angeben musst, kannst du alternativ eine Plastiktüte so schneiden, dass sie problemlos aufeinander gefaltet werden kann. Dann feuchte einfach beide Innenseiten leicht an, stelle den Teigkugel in der Mitte und drücke mit der Handfläche drauf. So leicht geht das. Um den Maisfladen auf der Pfanne zu backen, gibt man eine dünne Ölschicht auf die stark vorgeheizte Pfanne und man gibt einfach die Arepas drauf. Ich persönlich drehe die Hitze auf mittlere Stufe runter, kurz nachdem ich die erste Arepa auf der Pfanne gestellt habe. Die Maisfladen müssen etwa 7 bis 10 Minuten von jeder Seite gebacken werden. Aber wenn du merkst, dass sie bei dir nicht so ganz gar werden, kannst du sie danach für 8 Minuten in dem auf 220 Grad vorgeheizten Backofen stellen. So gehst du auf Nummer sicher, dass sie wirklich überall gar sind, ansonsten ist es ein bisschen tricky, es auf der Pfanne hinzubekommen. Geht auch, aber man braucht etwas Übung, bis man es schafft, ohne dass die Oberflächen stark angebrannt sind. Jetzt sind die Arepas gar. Man schneidet die Arepa mittig am Rand, aber nicht komplett durch und man kann sie mit allen möglichen füllen. Gib wirklich alles drauf, worauf du Bock hast. Ich habe hier eine Reina Pepiada, die vielleicht beliebteste Füllung für Arepas in Venezuela, und natürlich zeige ich dir sofort, wie ich sie zubereitet habe. Für diese Füllung koche ich 600 Gramm Hähnchenbrust in einem Topf. In den Topf füge ich auch eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, die Stiele aus einem Handvoll Koriander und etwas Salz hinzu. Hierbei gebe ich natürlich die Zutaten zunächst ins kalte Wasser und drehe die Hitze anschließend hoch. Nachdem das Wasser anfängt zu kochen, lasse ich die Brustfilets etwa 20 Minuten garen und stelle sie danach zum Abkühlen zur Seite. Und wenn du Zeit hast, lass das Hähnchen in der Brühe abkühlen lassen. So ist das Fleisch nachher viel saftiger. Normalerweise mache ich erstmals die Füllung und danach bereite ich die Arepas zu, aber ich wollte euch zuerst zeigen, wie man die Maisfladen zubereitet. Wenn das Fleisch kalt ist, ziehen wir es in einer Schüssel auseinander. In die Schüssel gebe ich auch eine klein gewürfelte Avocado, eine fein gewürfelte halbe rote Zwiebel sowie die klein gehackten Blätter aus einem Handvoll Koriander. Jetzt fügen wir 2 oder 3 Esslöffel Mayo, ebenfalls ein paar Esslöffel Brühe sowie der Saft aus einer Limette und wir vermischen erstmals alles gut durch und kontrollieren anschließend die Konsistenz. Die Füllung muss eine cremige Konsistenz haben. Wenn es bei dir noch nicht der Fall ist, kannst du entscheiden, ob du mehr Mayo oder noch etwas Brühe dazu gibst.
Wie ich schon meinte, man kann Arepas mit allen möglichen füllen, aber ich empfehle dir, sie auf jeden Fall mit Reina Pepiada zu probieren. Und wenn du auf der Suche nach weiteren Maismehlrezepten bist, musst du dir die Playlist auf der linken Seite anschauen.